Hallo, mein Name ist Esteban Munoz. Ich bin Architekt und Stadtplaner. Ich arbeite hier am Space Lab am ISU. Das ist der Institut für Sustainable Urbanism. Ich bin der Koordinator von unserem Forschungsprojekt hier am Space Lab. Das ist der Urban Climate Future Lab. Dieses Projekt untersucht den Zusammenhang zwischen Klimawandel und Urbanisierung und die darauf folgenden Anpassungsmaßnahmen, die Städte greifen können hier in Niedersachsen. Mein Forschungsschwerpunkt liegt an der nachhaltige Stadtentwicklung und dann untersuche ich, wie Städte sich transformieren zu nachhaltige Städte. Da untersuchen wir, wie Städte Ressourcen verbrauchen und vor allem, wie diese Transformation gerecht ist. Die Themen, die Jenny mitgebracht haben, waren schon ein bisschen implizit in meiner Forschung durch diesen Ansatz der Gerechtigkeit, aber nicht so explizit an der Gender-Perspektive. Durch das Genuine-Projekt habe ich geschafft, viel weitere Methoden und Datensätze, die in der Gender Studies gebraucht werden. Und das fand ich sehr bereichernd auch für meine Forschung. Zum konkreten Projektantrag. Da haben wir uns überlegt, hier innerhalb der Forschungsinstitut, der ISU, ob wir überhaupt was machen wollen, was machen können. Und dann haben wir immer darüber diskutiert, das was ganz oft passiert in den Forschungsanträgen. Da schreibt man am Anfang der Forschungsantrag, da ist Gender sehr groß geschrieben, sehr prominent. Dann dazwischen passiert nicht viel und dann bei der Forschungsbericht, da kommt die Frage wieder. Also, da müssen wir was über Gender was berichten. Und das ist natürlich ein großes Problem. Ne? Dazwischen passiert nicht viel. Und dann haben wir gedacht, wie können wir das adressieren? Also warum passiert es nicht? Weil bei der Projekt Ideen ist jeder begeistert. Ne? Ja, das sollen wir stärker uns angucken, das sollen wir da rein. Aber dann im Projekt selbst wird nicht genug gemacht. Ne? Und deswegen haben wir gedacht, da könnten wir was machen. Da wollten wir auf jeden Fall was mit einer praktischen Anwendung. Also, was heißt praktische Anwendung? Praktisch für unsere Forschung, dass wir direkt in unsere Forschung anwenden könnten. Und da kann wir die Idee, diese Toolbox zu entwickeln. Also wir wollen nicht nur Daten von den Gebäuden haben, sondern soziodemografische Daten haben. Natürlich sind wir gebunden an die Daten, die bereits existieren, die nicht besonders gut sind, der Vielfalt von Menschen darzustellen. Ne? Und da haben wir jetzt in unserer Toolbox verschiedene Methoden rausgenommen aus einer Literaturrecherche, die uns zeigen, dass diese Daten könnten relativ einfach bereicht werden. Letztendlich, was wir daraus gemacht haben, ist ein kleines Broschur. Das wollen wir tatsächlich auch drucken. Wir wollten das ganz klar machen, also nicht so viel Text dazu packen, sondern wirklich als ein Broschur, die unsere Kollegen hier ab und zu aus der Schublade nehmen und sagen, okay, warte mal, da war doch eine coole Liste von Datensätze, vielleicht kann ich die benutzen. Oder guck mal, nehmen wir diese Broschur, da gibt es eine Liste von coolen Methoden und werden diese Methoden auch kurz erklärt, wie man die benutzt. Ne? Das war die Idee und jetzt sieht die Broschur quasi als unsere Toolbox. Ne? Meine wichtigen Erkenntnisse von dem Projekt, die ich rausnehme, ist, dass man kann nicht über nachhaltige Stadtentwicklung ohne eine Gender-Perspektive zu sprechen. Also für mich, wenn ich über nachhaltige Stadtentwicklung spreche, ohne den Gender-Perspektive, da fällt was, ist nicht komplett. Von Kollegen kam sehr interessante Feedback, aber auch sehr interessante Reaktionen von was wir präsentiert haben. Also ich glaube, da gab es vor allem von den Quantitativseite, also Kollegen, die sehr stark quantitativ unterwegs sind. Da gab es die Aussage immer wieder, gut, ja, das ist schön, aber für meine Forschung ist das nicht statistisch relevant. Ne? Also diese Minderheiten
in meinem Modell, in meinem quantitativen Modell, wird nichts ausmachen. Ja? Und da kamen wir sehr stark mit einer Gegenansage zu dieser Aussage. Ne? Das kann ich nicht einsetzen, weil für mein Modell nicht statistikrelevant ist. Und dann haben wir gedacht, diese verschiedenen Perspektiven sind super wichtig und eine nachhaltige Stadt ohne diese Vielfalt an Perspektiven ist keine nachhaltige Stadt. Ne? Also von daher ist es irrelevant, ob dein Modell sagt, dass das nicht statistikrelevant ist. Das Mehrwert für unser Forschungsfeld, das ist eine schwierige Frage. Also für mich persönlich sehr interessante Kontakte, die Möglichkeit überhaupt diese Kontakte zu machen innerhalb der Universität, aber auch außerhalb mit sehr spannenden, interessanten Forschern, die spezifisch an Gender Studies arbeiten, die eine gewisse Interesse auch an der Stadtplanung, an der Stadtentwicklung haben. Das ist natürlich sehr hilfreich für uns gewesen. Ich glaube auch, was der Gedimind-Projekt hier bei uns in Space Lab gewirkt hat, ist, dass wir einfach über diese Thematik gesprochen haben. Ne? Und das alleine fand ich sehr bereichernd, ne? Dass wir jetzt beim Kaffeetrinken darüber sprechen. Ich glaube, ist eine sehr schwierige Indikator zu quantifizieren, weil das passiert in den Coffee Breaks und in den Aufzug und sonst wo. Ne? Aber das macht sehr viel aus. Und ich glaube, ich bin mir sicher, dass jetzt in den nächsten Projekten, die jetzt zu uns kommen, wird dieses Thema viel stärker berücksichtigt.